Die Klarinette ist tatsächlich im Vergleich zum Staatsorchester deutlich jünger, so in etwa 200 Jahre. Diese Bassklarinette ist eine Bassklarinette von einem Herrn Stengel, ein Bayreuther Klarinettenbauer. Sie müsste so um die 170 Jahre alt sein und es wird vermutet, dass auf diesem Instrument die Erstaufführung in Bayreuth von Tristan und Isolde gespielt wurde. Und wenn dieser Kollege damals einer meiner Vorgänger war, könnte es sein, dass auf diesem Instrument auch die Uraufführung von Tristan und Isolde hier an unserem Hause gespielt wurde. Das ist meine Bassklarinette in B, wie ich sie heute im Dienst spiele. Das ist auch mein Dienstinstrument. Aber jeder Ton klingt auf diesem Instrument einen Halbton höher als auf dem. Verändert hat sich im Laufe der Zeit, dass die Mechanik, man sieht es, einfach viel besser wurde. Die Klappen wurden mehr und somit konnte man die Chromatik, also jeden Ton, viel besser spielen. Und das ganze Instrument, also die Töne an sich, waren einfach homogener und das ganze Instrument ist ausgeglichener. Deswegen war es nicht mehr nötig, verschiedene Instrumente zu haben. Das war bei der Bassklarinette tatsächlich schwieriger als auf der normalen Klarinette, weil die so groß ist, sind die Abstände für die Finger so groß. Hier sieht man es noch, bei dem Instrument habe ich noch mit den Fingern die Tonlöcher abzudecken. Das geht aber nur bedingt, teilweise gar nicht mehr. Bei den neueren Instrumenten, bei denen einfach die Mechanik jetzt schon viel weiterentwickelt ist, ist das gar nicht mehr der Fall. Ich habe kein Tonloch mehr, welches ich mit dem Finger abdecke. Es sind einfach nur noch Klappen. Das ist für mich als Spieler natürlich einfacher, für den Instrumentenbauer komplizierter, aber da haben sehr viele dran gearbeitet und immer ständig weiterentwickelt. Früher, so wie bei der normalen Klarinette, war für diesen rechten Daumen nur das Halten zuständig. Da lag das Gewicht drauf und dann konnte man spielen und greifen. Bei den modernen Instrumenten, ich halte hier immer noch, habe aber für den Daumen noch 4 weitere Klappen zu bedienen, die die ganze Klarinette noch tiefer spielen lassen und somit kann ausgeglichen werden, was eigentlich fehlt zum tieferen Instrument. Es ist auch heutzutage so, dass man die Bassklarinette eben nicht mehr in der Luft hält, sondern sie steht auf dem Stachel am Boden und somit ist der Daumen frei, um diese Klappen zu bedienen. Das war eben früher anders oder ist auch bei der normalen, bei der kleinen Klarinette anders. Ich habe mich einfach in die Bassklarinette verliebt. Die ist einfach so toll und die ist auch so vielseitig und so farbenreich und man kann im Vergleich zu anderen Instrumenten unglaublich leise spielen. Andere Instrumente sprechen nicht so gut an, einfach so aufgrund der Physik. Wir haben einen großen Ambitus, also einen sehr großen Tonumfang von sehr tief bis sehr hoch und das aber sehr wendig. Also wir sind nicht behäbig, sondern so eine moderne Bassklarinette lässt sich fast so schnell spielen wie eine kleine Klarinette. Bei uns am Haus sind natürlich ganz groß Strauss- und Wagner-Opern. Also in den Wagner-Opern sind die größten und auch aufregendsten, aber auch tollsten Soli drin. Und das ist schon irgendwie was ganz Besonderes, wenn man das hier spielen darf.